Also, wir haben hier kurz angehalten. Eigentlich sind wir auf dem Weg zu Francistown. Das ist ca. 500 Kilometer entfernt. Also wir sind auch, glaube ich, schon 1,5 Stunden davon abgefahren. Aber nächster Stopp wird wahrscheinlich Nata sein. Und wir kommen ja von Kassane. Hier sehen wir auch ganz viele Felder auf dem Weg. Was ganz schön ist, weil wir haben die ganze Zeit eigentlich nur Wildnis gesehen und nur Savanne und nur irgendwelche Stachelbäume. Und jetzt sehen wir plötzlich, wie sie Sonnenblumen oder Kartoffeln und so weiteres hier einpflanzen. Es sind eigentlich Riesenfelder. Also soweit das Auge reicht, geht das nach vorne. Wow! Und ich muss eigentlich Johann fragen, was genau das hier ist. Okay. No. It is what it is. It is what it is. It's millet. What do you do with it? You make like a flour out of it. Ah, They okay. make bread out of it, and they make porridge out of it. Oh, okay. They make beer out of it. Deal. I'll check what it is in German when we get somewhere with signal. I don't know what it is. Okay, nice. Yeah, the sunflower field was amazing. Oh, it's beautiful. Eh? Yeah. Got no balance. You wanted to hold you? Servus aus Schwarzach. Oder Servus nach Schwarzach, besser gesagt. Wir sind gerade noch in Botswana. Die Reise nähert sich dem Ende zu. Wir werden wohl nicht mehr den Allradmodus brauchen. Heute vielleicht. Wir kommen nochmal zum Rhino Sanctuary und dort gibt es vielleicht auch nochmal Nashörner. Ist die Frage, ob wir rechtzeitig ankommen. Wir sind gerade seit heute früh um, ich glaube, 7:30 sind wir unterwegs. Wir fahren jetzt wieder gegen Süden, also Richtung Johannesburg, wo wir dann am Samstagabend zurückfliegen. Bloß das Ganze in einem Stück wäre ein bisschen viel, das sind ca. 1500 Kilometer, glaube ich. That's what she said! Und die Straßen hier sind nicht wie bei uns die Autobahn. Das heißt, man muss mal stehen bleiben, weil ein Kudu auf die Straße läuft oder ein Elefant neben der Straße steht. Und dann muss ich die ganze Zeit von irgendwelche Löcher auf der Straße dann quasi drumherum fahren oder LKWs, also LKW-Reihen, die wirklich hier rumfahren. Ja, wir fahren dann weiter und hoffentlich gibt es in der Gegend von Nata was zu essen. Wir sind uns nicht sicher, was wir überhaupt noch haben. Das Ding ist, wir fahren jetzt auch relativ häufig über Grenzkontrollen. Von Norden nach Süden sind die Grenzkontrollen für Fleisch sehr stark, so dass wir eigentlich nichts durchbringen dürfen. Also man darf nur gekochtes Fleisch oder also kein rohes Fleisch. Jetzt konzentrieren wir uns auf die Straße und melden uns dann aus Nata, Genau. Francistown oder Rhino Sanctuary wieder, je nachdem, wie weit wir kommen. Ja. Also, letzte Abzeichnung für Flipsy, um einen kompletten Buschmechaniker zu werden, ist den Luftfilter zu finden und den ein bisschen sauber zu machen. Okay, Ja, Flipsy. okay, also ich sehe ihn schon. Ich weiß, was du weißt, wo er ist. Von daher will ich jetzt eigentlich noch nicht verraten. Der Luftfilter. Das müssen wir überlegen. Sind wir? Ja. Woher kommt die Luft rein? Ja, sehr gut. Ja, ich bin schon, so weit bin ich schon. Und dann ist die Frage, wohin dann ist das denn? Hm. Hier? Weil das muss hier so rausgezogen werden können, oder? Ja. Wo geht das denn rein hier? Geht da, das geht in den Kotflügel rein, Ja. geht dann hier rein Ja. und dann von der anderen Seite, ne, von Okay. hier geht es. Von Rein. hier geht es rein und von da in den Motor bzw. erstmal Turbo. Okay, das heißt, der Filter ist eventuell hier drinnen. Genau. Nein, nein, falsch. Ne, das musst du nicht abmachen, sondern nur die Box. Hier. Heißt, klemmen, abnehmen, aufmachen, rausnehmen. Dann nicht direkt da drauf, sondern ja genau, das ist besser. Nicht.
kann man das schon wieder verwenden, oder? Ja, Das heißt, legen wir den da wieder rein, wieder gescheit drinlegen, zumachen, richtig zumachen, zuschnallen. die Flammen da. Ja, super. Simon, deine Aufgabe jetzt, Push-Mechaniker als Abzeichnung zu geben. Kurz. Weil wir hier auch sau viel Schmutz haben. Das sollte Warwick eigentlich nicht sehen, wenn wir Schüssern wieder drin haben. Warwick, we're sorry. Sorry, 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 sorry. Lipsy. Okay, you guys ready? Always ready. Let's go. Roll! Let's go. Okay, let's go. Hi und guten Morgen aus dem schönen Botswana für den letzten Game Drive, den wir überhaupt auf diese Reise machen werden. Leichte melancholische Stimmung hier und das Wetter spielt da auch mit uns mit. Also es nieselt und es ist ein bisschen dunkel. Aber wir sind heute früh aufgestanden. Wir sind momentan im Rhino Sanctuary Park. Hoffen, wir sehen irgendwelche Rhinos. Und ja, gestern hatten wir noch eine schöne Zusammenfassung. Wir saßen am Feuer und jeder hat ein bisschen von sich erzählt, was er am coolsten auf der Reise fand, was er quasi an seinem Fahrzeug am besten fand. Wir haben natürlich dann von uns erzählt, von Warwicks Auto, von Canopy Camper, was wir halt richtig cool fanden. Es war auch sehr, sehr schöner Abschluss, glaube ich, für alle. Fand ich auch. Wir sind aus dem Rhino Sanctuary raus. Roundabout. Wir haben leider keine Rhinos gesehen und an der Rezeption hat uns die Frau erzählt, dass die Rhinos bei so einem Wetter, also bei Nieselwetter oder bei kälterem Wetter, versuchen sich dann zusammenzulegen, um sich dann gegenseitig zu wärmen. Und das machen sie meistens im Gebüsch und nicht quasi auf einer offenen Fläche. Deswegen konnten wir in keine von den kleinen Pans oder Wasserlöcher, die wir besucht haben, sie gesehen. Das ist ein bisschen traurig. Aber das macht das Ganze ja irgendwie aus. Weil wenn man es schon vorher wüsste, dass man definitiv was sieht, dann ist auch irgendwie die Spannung weg. Mal gewinnt man, mal verliert man, mal sieht man was, mal nicht. Und dadurch schätzt man es auch mehr, wenn man es sieht. Ja, das glaube ich auch. Und es gibt uns noch einen Grund, wieder hierher zu kommen. Vielleicht nicht in den nächsten 1-2 Jahren,
weil das war dann doch eher Abenteuerurlaub und kein entspannter Urlaub. 6. Ich brauche erstmal wieder einen Strandurlaub, einen entspannten europäischen Campingurlaub, wo man ins Meer fährt, sein Zeug aufbaut, relaxt, dann weiterfährt. Und dann aber in ein paar Jahren auf jeden Fall, vielleicht dann mal Namibia. Also, dann sehen wir, wohin der Weg uns führt und wahrscheinlich bis heute Abend. Genau, bis zur Grenze vielleicht. Bis zur Grenze, genau. Wir Wissen nicht, ob wir allzu viel dort filmen dürfen oder sollen, weil man versucht da nicht so viel Aufmerksamkeit auf sich zu nehmen, damit man nicht quasi nicht angehalten wird. Hey, Also, Schlusswort? bis dann. was? Schlusswort, Maya. Was? Schlusswort. Peace out. Peace out. Also, es ist leider unser letzter Tag in Südafrika. Wir sind gestern Abend in Kedaspain Lodge angekommen als Belohnung und eine Vorbereitung für den Flug. Es ist immer relativ gut, quasi nachdem man im Busch die ganze Zeit war oder nachdem man die ganze Zeit auch Camping war, einen Tag davor, vor dem Flug quasi einzuplanen, um ein bisschen runterzukommen, um unsere ganzen Sachen quasi zu packen, die Fahrzeuge mal durchzuschauen, mal gucken, dass man nichts vergessen hat. Wir haben auch gestern Abend meine Mutter Geburtstag gefeiert. Die haben sogar für uns einen Kuchen gebacken, einen riesen Schokoladenkuchen, was super gut geschmeckt hat. Ist eigentlich nicht so selbstverständlich, weil sie wegen Corona relativ wenige Leute hier haben. Sie haben uns gestern auch erzählt, dass sie Schwierigkeiten haben, wieder Mitarbeiter zu finden. Meine Eltern waren eigentlich vor ein paar Jahren hier, oder letztes Mal, als sie in Südafrika waren, waren sie hier und sie haben gemeint, es war vollgepackt mit Menschen, halt sehr viele Mitarbeiter, sehr viele Besucher und jetzt momentan sieht es leider ein bisschen anders aus. Also es ist wahrscheinlich eine Erholungsphase für viele Betriebe hier, die während Corona dann sehr gelitten haben. Aber wir haben es dann sehr genossen hier, es war sehr schön. Teil des Teams hat auch heute noch Massage bekommen, was für die sehr erholsam ist. Ich bin hier geblieben, um ein bisschen das Zeug zusammenzupacken. Habe hier meine Tasche quasi sortiert zwischen saubere und schmutzige Klamotten. Hier das ganze Kamerazeug mal wieder durchgeschaut. Quasi die GoPro-Tasche. Wir haben auch eine Drohne mitgenommen, aber leider war es uns tatsächlich nicht möglich oder nicht erlaubt, eine Drohne zu fliegen. Wir haben zwar sehr viele andere Sachen gemacht, aber wir wollten nicht in einen Park, man darf es auch eigentlich nicht, Drohne hochfliegen, weil dann kann sein, dass man plötzlich die Poaching Unit auf seinen Hals hat und das ist nicht so ganz schön, weil teilweise schießen sie, bevor man diskutiert hier. Weswegen, wir wollen es auf der sicheren Seite nehmen und haben leider keine Drohnenaufnahmen gehabt. Weitere Tasche, um hoffentlich Geschenke und weiteres im Duty-Free zu kaufen. Eventuell ein paar Sachen, die uns quasi an Südafrika erinnern. Vielleicht ein Gin. Yeah, boy. Aber sonst das Auto quasi sauber gemacht. Hinten natürlich alles noch aufgemacht. Wir haben quasi auch den ganzen Müll noch mit reingepackt. Also hier alles aufgeräumt, wir haben noch ein paar Handtücher, aber die Fahrzeuge werden sowieso im Cape Town quasi komplett gereinigt und vorbereitet, weshalb uns gesagt wurde, wir sollen uns darüber überhaupt nicht Sorgen machen, aber es trotzdem, man möchte nicht ein schmutziges Fahrzeug übergeben. Deswegen, Johann war, glaube ich, der fleißigste von uns, er hat das Fahrzeug auch noch von außen gewaschen, aber wir haben es leider nicht geschafft.
Wir haben auch noch die Getränke, das können die Fahrer, die quasi die Fahrzeuge von Johannesburg nach Cape Town fahren, dann trinken, noch ein bisschen essen. Jeremy wird wahrscheinlich mit dem Team dann die Woche grillen, das heißt den Rest, was wir quasi nicht gegessen haben, kriegt das Team. Und sonst Müll haben wir hier noch gepackt, aber sonst alle Armorboxen sind leer oder mit den Sachen, die wir quasi bekommen haben, noch gefüllt. Noch ein paar Kleinigkeiten von Maya und Flipsy und sonst sieht alles sehr gut aus. Ich hoffe, wir haben auch nichts vergessen, nicht irgendwo, aber schlimmer als Klamotten kann es ja nicht sein. Und ja, bisschen ein komisches Gefühl, jetzt was Langes anzuziehen. Aber um ehrlich zu sein, ich habe nicht gecheckt, wie das Wetter in Deutschland ist. Aber ich fahre trotzdem lieber so und nehme meine Jacke mit ins Handgepäck. Ja, ich packe da noch weiter und dann sehen wir uns vielleicht später. Bis dann. Also, die Autos haben uns jetzt verlassen. Wir gehen jetzt an den Flughafen rein und damit ist eigentlich unser Roadtrip zumindest zu Ende. Jetzt ist noch ein Flugtrip. Herzlich willkommen zu unserem letzten Vlog-Eintrag. Tag X, Tag 14, heute ist Sonntag. Wir sind heute Nacht geflogen von Johannesburg nach Frankfurt und sind jetzt gerade in Genesis eingetroffen. Ja, hatten nochmal die Hasen gesehen, das war nochmal ein bisschen Game Drive. Game Drive für uns. Ein paar Vögel haben wir auch. Ja, stopp. Nein. Und Wir kommen an, ja, es ist direkt Regen. Das ist natürlich ja, auch sehr Classic. Willkommen zurück, Deutschland. Leichte melancholische Gefühle mal wieder. Es Ja. fühlt sich ein bisschen komisch, halt wieder hier zu sein. Wir müssen jetzt gucken, dass wir das ganze Videomaterial natürlich an Simon weiterbringen, damit ihr es am Endeffekt sehen könnt. Das, Wahrscheinlich haben unsere ganzen Vlog-Einträge sau viele Plotholes und Lücken, Goddamn right. die wir dann vielleicht nachher nochmal nachstellen müssen. Dann. Wir hoffen, ihr hattet viel Spaß mit uns, den ganzen Weg zu sehen oder den ganzen Prozess, den wir durchgemacht haben, von quasi hinfliegen, dort den Urlaub machen, Camping mit den Aluka-Produkten natürlich und einfach nur die Natur genießen und die Tiere zu sehen, die
wir dann gesehen haben. Wir möchten das mit euch natürlich immer teilen, weil es ist irgendwas Besonderes, was nicht jeder zu sehen hat und eventuell schafft ihr es auch dahin zu fahren und das zu erleben, was wir erlebt haben. Weil das kann ich, und ich glaube, das spreche ich auch für die anderen, kann ich nur empfehlen für diejenigen, die Tiere und Natur lieben. Ja, auch was, und vor allem Dachzelten, sage ich mal allgemein, was das angeht, das wird natürlich richtig Abenteuer, aber man sollte da wirklich viel Planung mit reinfließen lassen. Und wir hatten jetzt das große Glück, mit Johann eben auch einen Guide zu haben. Also ich glaube, alleine sollte man das nicht machen, das erste Mal. Und am besten in der Gruppe und am allerbesten mit jemandem, der sich da auskennt, der Ahnung hat oder eben mit einem professionellen Guide, was eben Johann auch ist. Durch Johann haben wir auch sehr viel Allgemeines über die Tiere gelernt. Wir haben zum Beispiel gelernt, wieso Elefanten sterben. Nämlich, die haben 6 verschiedene Zehen. Naja, 6, sie wachsen. Sie die kommen 5-mal wieder hintereinander. sozusagen. Ja. Und wenn die letzte Reihe quasi verbraucht ist, sterben sie vor Hunger. Und deswegen waschen sie immer das Gras, damit sie möglichst wenig Steine drinnen haben und möglichst lange ihre Zähne behalten können. Also das ist, Katzen haben 9 Leben, Elefanten haben 6 Zähne. Ja, und Hippos können 7 Minuten unter Wasser bleiben. In jedem Sinne. Tschüss aus Schwarzach.